Moin Leute, hier ist Mo von VR, ich bin Mutanzen und das hier ist The Room VR A Dark Matter. Wir wissen von der PlayStation VR 1 schon, dass das ein sehr, sehr schönes, ein bisschen mystisches Puzzlespiel ist. Und ich habe jetzt hier die PlayStation VR 2 Version. Die ist seit heute draußen, seit dem 27. Ihr seht das Video wahrscheinlich erst morgen, also am 28. Kostet 29,99 und PlayStation 1 Besitzer haben das kostenlose Update. Ich habe meinen Speicherstand eigentlich runtergeladen, aber der scheint nicht hier zu sein, also müssen wir nochmal spielen. Gucken wir nochmal in die Option. Hinweise ein, Sprache Deutsch, drehen, verblassen. Okay. Steuerung ansehen. Zurück. Das war's mit den Optionen. Ist ungewöhnlich, keine Soundeinstellung. Ich spiele im Sitzen und das sieht schon mal sehr nett aus. Das Spiel sah ja so im Detail immer sehr nett aus, auch auf der PSVR 1 schon, aber hier ist es schon scharf. Allerdings, wie ihr seht, haben wir scheinbar nur Snap Turn. Keine Ahnung. Achso, ja, wir bewegen uns vorwärts, indem wir einen Teleport machen. Dutzende von verschwundenen Personen in wenigen Wochen. Dieser Fall ist seltsam. Der Lagerraum des Britischen Instituts für Archäologie, wo der Professor zuletzt gesehen wurde. Wie kann jemand aus einem derart sicheren Gebäude verschwinden, ohne dabei gesehen zu werden? Das ist nämlich unser Job. Wir sind ein Detektiv und müssen diesen Fall aufklären. So, ich spule mal vor, damit wir uns hier nicht so spoilern. Falls ihr das Spiel noch gar nicht gespielt habt, drehe mich in Richtung Schreibtisch und teleportiere mich dahin. Ein sonderlicher alter Gentleman hat nach Ihnen gefragt. Er hat mir ein Paket gegeben und gesagt, es würde mit den vermissten Fällen helfen. Ich hätte schwören können, dass er verfluchte Dinge merkwürdige Geräusche gemacht hat, aber der Constable meinte, ich hätte mir das nur eingebildet. Ich habe es in Ihrem Wandtresor gelegt, falls Sie es sich genauer ansehen wollen. Search. Es ist ein Weilchen her, dass ich das Spiel jetzt auf der PSVR 1 gespielt habe. Oh, ein Schlüssel. Deswegen habe ich jetzt keinen direkten Vergleich mehr. Ich weiß aber, dass es gut aussah. Ja, diese ganzen Holzoberflächen, die sind cool. Es passt. Schlüssel. Daran erinnere ich mich auch noch. Beweismittel bitte mit der korrekten Fallnummer archivieren. Herr Jemine. Ich bin mir sicher, dass wir etwas konfiziert haben. Also ich kann mir hier etwas besorgen, aber ich muss den richtigen Fall wissen. Ich weiß nicht, ob der hier richtig ist. Genau das, was wir brauchen. Tresorknacker und die Anleitung, wie man einen Tresor knackt. Nope. Vergingen Sie mir meine unorthodoxe Vorgehensweise, Detektiv, aber ich habe wichtige Informationen bezüglich des Falls, an dem Sie arbeiten. Sie werden sicherlich Fragen haben, also nehmen Sie bitte dieses Okular, damit ich Ihnen zeigen kann, was ich nicht erklären kann. Dies ist der erste Anfang. Jetzt wird's aber grimmig hier. Wow. Das sieht doch aus, als ob das dann gehört. Sehr schön gemacht. Dieses Dokument ist kein gewöhnlicher Brief. Über das Nullelement ist es mit mir, seinem Verfasser, verbunden. Benutzen Sie das Okular, um diese Verbindung zutage zu bringen. Finden Sie die anderen und bringen Sie in Erfahrung, was Ihnen zugestoßen ist.
So, und da wären wir. Das kommt mir bekannt vor. Das Spiel sah eigentlich auf der PlayStation 1 schon gut aus. Hier ist es halt ein bisschen schärfer. Aber ich würde mal sagen, auf einem guten Level, aber jetzt auch nicht zum kompletten Durchdrehen. Ja? Also es ist kein Red Matter 2 oder so. Spielt aber jetzt in der oberen Liga mit. Ich sehe aber auch da hinten zum Beispiel so ganz leichtes Jittern. Und während die ganzen Objekte und Materialien eigentlich ganz gut aussehen, ist es schon so gutes PlayStation VR 1 Niveau. Ja? Also hier ist jetzt kein Call of the Mountain oder so Style. Ja, das ist alles okay. So, und jetzt geht's los. Jetzt muss man hier versuchen, Sachen zu machen, zwischendurch das Okular anschauen und die ganzen Sachen lösen, ja. Und das Rätselknacken macht halt wirklich sehr viel Spaß. Ich habe das seinerzeit zusammen mit euch gemacht, ja, immer im Livestream, was ganz praktisch ist, wenn man da wirklich mal klemmt, dann kann man sich einfach auf die Community verlassen. Der Sarg. Seht ihr so Kleinheiten, wie wenn der Sarg da anstößt? Bumm, dass da so Staub runterrieselt. So ist es einfach nett. So, und die Rätsel sind jetzt auch immer eine Mischung aus verschiedenen Sichten durch das Okular. Man muss sich die Hinweise angucken. Eine Geschichte fällt mir hier auf. Die hatte schon das Original auf der PlayStation VR 1. Ja, auch da war die ganze Helligkeit des Spiels auf so einem Level, dass man das Mura so ein bisschen wahrnahm. Ja? Dieser leicht krisselige Schleier. Und die PlayStation VR 2 hat das auch. So, ich muss mich allerdings darauf konzentrieren, um das zu sehen. Ja, das ist nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit hier störend vor Augen habe. Ich bin allerdings auch nicht sehr affin für solche Effekte. Die nehme ich ganz wenig nur wahr. Hier ist ja schon mal ein Sockel, da kommt wahrscheinlich irgendwas rein. Hier auch. Der Witz ist, es ist jetzt nämlich lange genug her, dass ich auf jeden Fall auch nicht mehr weiß, wie die ganzen Rätsel waren. So geht das dann weiter. Also, wenn ihr neugierig seid, wie das Spiel jetzt inhaltlich funktioniert, dann guckt gern mal in meine PSVR 1 Let's Plays rein. Wir müssen jetzt halt das Tor öffnen, den Sarkophag untersuchen und hier noch einige geheime Dinge erledigen. Das war's jetzt mal hier zum schnellen Technik-Check. Wie gesagt, ich will es heute hier gar nicht spielen, sondern ich wollte einfach nur mal gucken, wie es jetzt tatsächlich auf der PlayStation VR 2 aussieht. Auch wenn das halt kein super High-End Call of the Mountain ist, macht das wirklich eine gute Figur, was die ganze Umgebung angeht. Und dass das Spiel halt eine Menge Spaß macht, weiß ich eh schon. Die Steuerung wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber ich finde, das sortiert sich hier auch sozusagen den Gegebenheiten unter. Ja, man kann halt nicht frei rumlaufen, sondern teleportiert sich an die Punkte, die auch irgendwie Relevanz haben. Ist vielleicht ein bisschen hilfreich bei so einem Knobelspiel. Also mich packt hier gleich wieder die Abenteuerlust. Das brauchen wir später, um den Sarg zu öffnen. Ich habe es zweimal versucht, aber leider ist es mir tatsächlich nicht gelungen, meine Spielstände vom ersten Teil reinzuladen. Also von der PlayStation VR 1 Version hier reinzuladen. Das ist ein bisschen schade. Ich war da irgendwo in der Mitte. Ja, ich hätte gerne an der Stelle weitergemacht. Aber das Spiel ist auf jeden Fall wert, nochmal gespielt zu werden von vorne. Vielleicht findet sich ja mal ein bisschen Zeit, dass wir das auch nochmal an einem gemütlichen Live-Sonntag machen oder so. Müssen wir mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Also, The Room VR A Dark Matter. Wunderschönes, mystisches Puzzle-Game mit einem, wie ich finde, genau richtigen Schwierigkeitsgrad. Schreibt mir nochmal, ob ihr da nochmal Bock drauf habt. Ihr eventuell die PlayStation VR 1 Version eh schon hattet, dann könnt ihr auch nochmal auf der PSVR 2 reingucken. Ich würde sagen, das bereichert hier unsere Palette an Spielen, die wir für die PlayStation VR 2 haben, durchaus. Es ist jetzt natürlich kein Oberhighlight, ja. Ich hätte mir auch vorstellen können, da es ja nur um Puzzles geht und das Ganze sowieso relativ statisch ist und hier keine 1000 Charakter auftreten oder so, hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie die Grafik nochmal so richtig angefasst hätten, ja, auf
super, super aktuellem Niveau. Aber am Ende des Tages ist es ja fair, dass es für PlayStation VR 1 Besitzer auch tatsächlich ein kostenloses Upgrade ist. Damit erfüllt es dann zumindest sehr gut den Job, dass es einfach nur generationsübergreifend dann wieder zur Verfügung steht. Für alle, die das noch nicht kennen, kann ich das durchaus empfehlen. Das Spiel mit dem größeren Wow-Faktor ist natürlich Red Matter. Da ist technisch alles auch richtig krass. Und es gibt auch was zu rätseln etc. Alle ganz anderes Thema, das ist Science Fiction und hier ist es ein bisschen ja, Archäologie, Mystizismus. Auch sehr interessant. Wenn ihr euch da wohlfühlt, kann man hier eine Menge Zeit verbringen und die grauen Zellen bemühen. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Abonniert habt ihr ja schon. Ich bin erstmal raus. Bis Densen, Motensen, Mo von VR. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Immer für euch da. Bye bye.